sind wir jetzt. Und da fahren wir gleich rauf. Erstmal wieder typisch, ne? Typisch Tillmann. Nee. Ich will schleunigst von dieser Straße runter. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Willkommen zu Tag 2 der Harztour mit dem Riso Müller Multicharger und meiner Tochter, die hinten drauf sitzt. Heute werden wir auf den Brocken fahren und es ist so ein bisschen die Frage, welche Strecke wir nehmen. Ich habe mehrere Optionen vorbereitet. Ich gucke mir ganz kurz nochmal die Strecken an. So, das war die, wo es über den Goetheweg auf den Brocken ging und den Goetheweg auch den Brocken wieder runter. Und die zweite Strecke, genau, Goetheweg auf den Brocken rauf und dann rechtsseitig des Brockens wieder runter, also östlich des Brockens wieder runter. Und weil ich eigentlich ganz gerne Abwechslung mag, werde ich wahrscheinlich diese Strecke nehmen. Eigentlich war der Akku voll gestern Abend, also wurde mir als voll angezeigt. Jetzt hat er nur 95%. Ich hoffe, dass mir die 5% nachher nicht das Genick brechen. Jetzt geht es erstmal in diese Richtung auf den Wurmberg rauf. Also, ich wünsche mir eine gute Fahrt. Viel Spaß beim Zugucken und bis später. Erste Steigung geschafft zum Maritim Hotel. Sehr passend für ein Hotel im Harz. Forstarbeiten. Das passt ja gut heute. Dass der gestrige Tag auch ganz gut anstrengend war. Hier wird es jetzt steil, hier rechts darf ich wohl nicht lang fahren. Die bessere Strecke darf ich nicht lang fahren. Und das Vorderrad ist halt durch die Beladung hinten relativ leicht. Jetzt sind wir jetzt 3, 2, 1. So, geschafft. Jetzt wird es hier leichter. Ich bin jetzt auf dem Wurmberg angekommen, beziehungsweise wir sind jetzt auf dem Wurmberg angekommen. Ich habe mich hier mal in eine der alten Seilbahnkabinen gesetzt, die auch lustig sich bewegen. Guck mal, meine Haare. Perfekt. Braunlage. Und dann haben wir hier die gesamte Harzlandschaft. Und da fahren wir gleich rauf. Hier auf dem Wurmberg ist noch so eine kleine Erlebniswelt. Hier kann man ein bisschen Floß fahren, hier so eine kleine Strecke. Dann ist da hinten ein großer See mit einer Fontäne. Also alles natürlich so ein bisschen touristisch, aber trotzdem, also der Anstieg hier hoch ist gar nicht mal ganz einfach. Da oben ist nochmal der ganz hohe Gipfel, da wo diese Antenne ist. Da fahre ich glaube ich auch nochmal hin, einfach nur mal, um da gewesen zu sein. Also jetzt der Anstieg hierher hat mich gute 30% Akku gekostet. Ich bin ja mit 95% losgefahren in Braunlage und jetzt habe ich noch 66%. Meine Tochter isst jetzt noch ihr zweites Frühstück und wir fahren gleich weiter. Erlebniswelt. Muss man auch nutzen, ne? So, jetzt haben wir ein kleines Stück deutscher Geschichte, denn wir fahren jetzt hier den alten Grenzweg entlang. Den auch sogenannten Panzerplattenweg, denn der ist komplett mit diesen Panzerplatten belegt. Genau das gleiche haben wir interessanterweise gleich um die Ecke von Lübeck. Da ist ja in Schluthof die Grenze gewesen zur ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Also hier ist halt auch die Grenze, glaube ich, die die Grenze von Niedersachsen zu Sachsen-Anhalt, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist halt so eine Gegend, der gesamte Harz eigentlich, die echt umkämpft war irgendwie und die viel schreckliche Geschichte irgendwie im Hintergrund hat. Und jetzt so ein Naherholungsgebiet ist für ja, viele Leute, auch für uns im Grunde. Das ist wirklich ja, ganz angenehm. Und jetzt hier auch traumhaft mit der Natur, mit dem Wetter. Ich freue mich jetzt, diese Strecke hier zu fahren.
Schön am Schlafen, schon die ganze Zeit, eigentlich seit wir auf den Goetheweg eingebogen sind. So, auf dem Brocken sind wir jetzt. Hier könnt ihr nochmal das Gebäude sehen. Ich war eben gerade schon am Brockenstein, aber da waren so viele Menschen. Ein echtes Ausflugsziel. Daran erkennt man, dass der Brocken eben nicht so sonderlich anstrengend ist, hochzufahren oder hochzugehen, aber er ist halt da und er ist der höchste Berg, den es hier im Harz gibt und deswegen ist das halt immer ein Ausflug wert. Jetzt zeige ich euch mal, welchen Weg mir auch eben nochmal geraten wurde, nicht hochzufahren und den ich gestern auch dann schon ausgeklammert habe aus meiner geplanten Tour. Das ist hier der Heinrich-Heine-Wanderweg und der geht von hier seht ihr die ersten Platten und dann geht er hier den ganzen Weg runter und dann da vorne hin. Der sieht jetzt nicht sonderlich herausfordernd aus, aber ist er, weil der hat teilweise Steigungen von 19% und mehr und da vorne kann man auch sehen, da schieben gerade Leute ihre Fahrräder hoch. Und da gibt es wohl bei diesen Panzerplatten, die hier hochführen, massive Wechsel, sodass man da irgendwelche Kanten hoch oder runter fahren muss. Und wenn man da nicht viel Gewicht aufs Vorderrad bringen kann, dann versagt man da selbst mit Motor. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist wunderschön hier. Also die Natur ist deutlich grüner, als ich das in den letzten Jahren immer mal wieder erlebt habe, wo es deutlich trockenere Frühlinge gab. Wir hatten jetzt ja einen ziemlich nassen Frühling, ziemlich feuchten Frühling und das sieht man ja auch hier an der Natur. Also der ganze Rasen, die ganzen Bäume hier hinter mir sprießen, wobei man auch da hinten sehen kann, also an vielen Stellen kann man sehen, wie krank der Wald tatsächlich ist, wie kahl er tatsächlich ist. Wir müssen heute, also wir fahren jetzt einmal so ein bisschen rechts um den Berg rum und dann kommen wir da unten irgendwo raus und fahren dann Richtung Goslar zurück und dann mal sehen, was uns da erwartet. Und wir fahren jetzt weiter. Super, weiter geht's. So, nach dieser wohltuenden Erfrischung sind die nächsten Steigungskilometer überhaupt kein Problem mehr. So, jetzt sind wir an der Schutzhütte am Kruzifix. Ja, eben nach einer richtig schönen Abfahrt vom Brocken, das war herrlich, durch den Wald zu pesen, keinen Motor zu gebrauchen, mich nicht anstrengen zu müssen. Obwohl, es war schon anstrengend, wenn man die ganze Zeit runterfährt und regelmäßig an den Bremsen ziehen muss, um nicht zu schnell zu werden, dann muss man sich schon gewaltig anstrengen, weil ich durfte ja nicht zu schnell fahren, wegen der Lütten hinten drauf und wenn ich dann auf irgendwie Unebenheiten gekommen wäre, dann wäre sie zu sehr durchgeschüttelt worden, hätte sich eventuell zu sehr geängstigt und deswegen bin ich halt relativ langsam gefahren, wobei relativ langsam halt auch teilweise so 40, 45 km/h bedeutet. Und jetzt bin ich hier an dieser Schutzhütte angelangt, mache jetzt wieder meinen Kaffee von gestern, die GoPro und auch die Insta360 können wieder laden. Gleich kommt da Feuer, genau. Also wir haben noch etwa 20 Kilometer vor uns. 20, 25 Kilometer. Wir sind etwa auf der Hälfte der Strecke. Es geht aber längst nicht mehr so weit nach oben. Wir haben keine starken Steigungen mehr, sondern den größten Teil ist jetzt tatsächlich bergab. Wir machen jetzt hier die kurze Pause, trinken Kaffee, trinken Wasser, stärken uns ein bisschen und dann sehen wir uns gleich. Abfahrt mit Full Force voraus. Alles wieder gepackt.
Alles wieder sauber gemacht. Kind ist sauber, Papa ist sauber. Zumindest so sauber wie es geht. Ja, offenbar geht die geplante Strecke jetzt hier bergab über sowas. Das ist natürlich voll ätzend, weil es kommt kein richtiger Fahrfluss zustande. Links und rechts auf den Dingern, da wird man die ganze Zeit durchgeschüttelt, wie nichts gut ist. Und hier in der Mitte kann man nicht so schnell fahren. Das ist mal wieder typisch, ne? Typisch Tillmann. Aber krass, dass diese Wege hier damals tatsächlich so angelegt wurden, mitten durch den Wald. Jetzt sind wir auf der vorletzten Steigung des Tages. Mein Kiosk warnt mich immer schon die ganze Zeit, dass ich das Ziel nicht erreichen werde mit der aktuellen Akkukapazität. Aber ich fahre jetzt auch nur noch im Eco-Modus. Aber den Motor, den brauche ich trotzdem, weil es einfach jetzt nach so einem Tag voller Anstiege mit so einem schweren Fahrrad. So, ich bin erfreut, euch mitteilen zu können, dass ich jetzt die vorletzte Steigung geschafft habe. 24% Akku sind noch drin. Die letzten 2.500 Meter habe ich ohne Motor gemacht, das was auch gut ist. Ich glaube nämlich, die letzten 20% könnte ich gut bei der letzten Steigung gebrauchen. Jetzt geht es aber erstmal, und das ist besonders toll, auf Asphalt. Bergab. Ah, herrlich. Asphalt. Traumhaft. Ja, es ist Mountainbike-Tour, aber auch bei Mountainbike-Tour muss man ab und zu mal auf Asphalt fahren, ne? Glaube ich. Das ist der Radau-Wasserfall und der macht ordentlich Radau, muss ich sagen. Ja, ich weiß, den Witz hat schon 1000-mal irgendjemand gemacht, aber ich habe ihn trotzdem aufgegriffen. Das liegt daran, weil ich völlig unkreativ bin. Ja, der einzige Wermutstropfen hier, es ist jetzt sehr laut, aber nicht nur durch den Wasserfall, sondern auch hier durch die Straße, die ihr da irgendwo hinter mir seht. Da fahren jede Menge LKWs lang. Das scheint eine ziemlich breite Straße zu sein. Und wir sehen hier dann echt hohe Klippen. Da oben ganz, ganz hohe Klippen. Ich mache mir aber wenig Sorgen. Wenn jetzt alle Strecke reißen sollten, wenn das jetzt zu steil wird oder zu technisch, dann kürze ich ab, fahre über die Straße dann runter bis nach Goslar. Weil ich habe jetzt auf dieser Tour, oder wir haben jetzt, meine Tochter und ich, auf dieser Tour schon so viel gesehen und so viele tolle Strecken gemacht. Also ich hätte das echt nicht für möglich gehalten, dass das wirklich so gut wird. Ich kannte den Harz immer nur von der Rennradperspektive auf der Straße. Aber Offroad, Offroad ergibt das einfach viel mehr Sinn. Also jetzt eben auf der Strecke, die wir gefahren sind, dieses Flussbett runter,
hat das einfach so gut funktioniert. Man konnte das genau dahin setzen, wo es am besten sein musste. Man konnte genau den Weg sich rausfeilen. Also wenn das jetzt mein Rad wäre und ich würde das für solche Ausflüge nutzen, dann würde ich schon noch ein, zwei Dinge ändern. Aber was das ist, das sage ich euch dann in dem zweiten Video direkt zum Riso Müller Multicharger. Deswegen am besten den Kanal abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Dieser Hintergrund gibt mir jetzt auch einmal die Chance, über einen meiner Unterstützer zu sprechen, über einen der Unterstützer des Kanals, nämlich über helden.de. Solche Videos und solche Ausflüge sind nur dadurch möglich, dass ich solche Kooperationspartner habe. Und bei helden.de, das ist eine junge Versicherung, die bietet eine gute E-Bike-Versicherung an, die einfach zu verstehen ist, die günstig ist, die auch so einen gewissen Community-Gedanken hat. Und mit dem Code RBND4 bekommt ihr einen Monatsbeitrag pro Jahr geschenkt, und zwar für alle Produkte von helden.de. Deswegen geht mal auf den Link unten in der Beschreibung und nutzt auf jeden Fall den Code RBND4. Vielen Dank an helden.de für den Support meines Kanals. So, die letzte Steigung geht jetzt los. Ich glaube, es sind so 170 Höhenmeter. Aber die Frage ist, macht das jetzt hier so viel Sinn, hier sich hoch zu kämpfen? Nee. So, jetzt machen uns die Waldarbeiter mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Also da könnte ich theoretisch hochfahren, aber das wird wahrscheinlich eine einzige Qual sein, da irgendwie über Stock und Stein. Da ist mal wieder, also heute 2 Runden, die uns durch Forstarbeiten, oder 2 Routen, die uns durch Forstarbeiten beschränkt wurden. Und also ich sehe da auch kein Ende, dass dieser Untergrund hier jetzt gleich irgendwie zu Ende sein sollte, sondern das wird noch ziemlich lange so dauern, und der Anstieg ist noch gute 1500 Meter lang. Wir rollen jetzt erstmal wieder zurück zu dem Ausgangspunkt, zu den Radau-Stollen, und dann gucken wir, was wir machen, ob wir noch irgendwie eine Alternativstrecke haben. Ich will schleunigst von dieser Straße runter. Oh, traumhaft. Ein Glück, dass ich hier lang gefahren bin. Die Linse ist ganz staubig, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe mich jetzt entschieden, nicht mehr der Route zu folgen, die ich eh schon geplant hatte, sondern jetzt auf direktem Wege Richtung Goslar zu fahren. Jetzt überqueren wir gerade die Oker ein letztes Mal, einer der Flüsse. Also das, was ihr gestern oder in dem letzten Video von dem Staudamm gesehen habt, das ist das, was dann hier ankommt. Ein relativ kleiner, schmaler Fluss. Ja, es ist schon relativ spät, meine Laune ist relativ weit unten, ich bin ziemlich fertig. Und deswegen werde ich jetzt nicht noch das Risiko eingehen, noch irgendwelche Offroad-Strecken bergauf zu fahren, sondern ich werde jetzt direkt auf direktem Wege nach Goslar fahren. Jetzt gleich mal orientieren und gucken, wo ich lang fahren muss, und dann fahren wir komplett Straße weiter. Das ist dann natürlich relativ unspektakulär, aber ist, glaube ich, das Beste, um noch einigermaßen frisch in Goslar anzukommen. Und ich denke mal, da sehen wir uns dann gleich. Ausgang zu den Gleisen. Ja. So, wir sind jetzt auf der Rückreise von Goslar nach Lübeck und gerade in dem Metronom von Hannover nach Lüneburg.
Und das gibt uns mal kurz die Zeit, über das zu sprechen, was wir heute erlebt haben. Also wahnsinnig viel passiert heute mal wieder. Es waren wieder einige Navigationsfails dabei. Der Akkuverbrauch war natürlich dann dementsprechend auch relativ hoch. Ich bin ultra fertig gewesen am Ende, habe dann die Strecke dementsprechend abkürzen müssen, um einigermaßen fit noch in Goslar anzukommen. Und tatsächlich 300 Meter oder 400 Meter vor dem Bahnhof hat er die 5%-Schwelle erreicht und ist dann auch ausgegangen. Wir hatten insgesamt eine Strecke von knapp 57 Kilometern, Fahrzeit von 4 Stunden 15 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit von 13 km/h etwa und ich bin 58% im Modus aufgefahren, also 58% ohne Unterstützung, 1552 Meter Anstieg und 63% der Leistung habe ich selber erbracht und 37% der Motor. Genau, durchschnittliche Leistung 237 Watt, also eine ganze Menge. Auch meine Tochter hat das Ganze super mitgemacht. Die hatte richtig Spaß dabei, Berge anzugucken und ich bin ein sehr, sehr glücklicher Papa. Wenn euch das Video gefällt, lasst einfach eure Kommentare unten in der Kommentarspalte. Stellt eure Fragen zu dem Rad, zu der Reise, zu der Planung des Ganzen einfach unten rein. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Hallo. Bis dann. Bis dann.